Wenn ich ein Buch in die Hand nehme und da wird zum Beispiel Arbeitslosigkeit thematisiert, dann ist es erstmal eine Sensation. Wenn das Ziel eine solidarische Gesellschaft ist, dann müssen mehr diverse Kinderbücher in den Kinderbuchläden und in den Kitas und auch bei den Kindern zu Hause vorhanden sein. Wir müssen uns vorstellen, wir leben in einer Welt, in der es zum Beispiel Armut gibt, in der es Arbeitslosigkeit gibt. Es gibt Menschen, die behindert werden. Es gibt Menschen, die von Rassismus, Antisemitismus betroffen sind, die sich mit bestimmten Diskriminierungen auseinandersetzen müssen. Und für diese Menschen ist es manchmal ganz schwierig, Bücher zu finden, in denen diese Lebensrealität auch Thema ist. Ich bin Annabel Specht und bin freie Mitarbeiterin bei Kinderwelten, bin von Haus aus Erzieherin, Sozialarbeiterin. Meine Aufgabe ist es, nach Kinderbüchern zu recherchieren, zu Themen, die wir vermissen, weil die Welt draußen sieht ein wenig anders aus als das, was wir in Kinderbüchern eigentlich auch finden wollen, aber nicht vorhanden ist. In Deutschland finden wir viel mehr weiße Kinder in Kinderbüchern. Das ist natürlich ein Problem für Kinder, die von Rassismus betroffen sind. Gerade weil diese Themen von Anfang an wichtig sind, brauchen wir Bücher auch von Null an für genau die Kinder, die eben Diskriminierung erleben. Weil viele Kinder werden ja nicht gefragt, bist du jetzt bereit für Armut, bist du jetzt bereit, Rassismus zu erfahren, sondern das ist von Geburt an Realität. Kinder, die Rassismus erfahren, sollen sich in Büchern wiederfinden. Dann möchten sie aber nicht nur Bücher finden, in denen Rassismus thematisiert wird, sondern in denen ihre Lebensrealität ganz nebenbei passiert. Also wir bringen jedes Jahr eine Kinderbuchliste raus mit Kinderbüchern, die wir nach diversitätsbewussten und diskriminierungssensiblen Kriterien bewerten. Diese Liste ist frei zugänglich, also wenn ich als Elternteil nach Kinderbüchern suche, die ich vermisse, weil ich gar keine Kinderbücher finde, die für meine Lebensrealität brauchbar sind, dann kann ich auf diese Liste zurückgreifen. Ich kann aber auch als pädagogische Fachkraft auf die Liste zugreifen. Ein Kriterium bei uns ist zum Beispiel, ob das Buch aus Kinderperspektive berichtet und diese Sichtweise des Kindes mit einbezieht. Rudine Sims Bishop hat es ganz gut beschrieben in ihrem Ansatz Windows and Mirrors. Ganz wichtig ist, dass in einem Kinderbuch immer ein Fenster und ein Spiegel sein sollte. Also ein Spiegel, in dem ich mich selber wiederfinde und meine Lebenswelt wiederfinden kann, meine eigene Identität wiederfinden kann. Gleichzeitig ist es wichtig, dass ein Kinderbuch das Fenster öffnet für neue Welten. Es ist natürlich viel ermächtigender und macht Spaß. Wenn Kinder Bücher lesen dürfen und an die Hand bekommen, in denen sie sich gesehen fühlen, dann reagieren sie ganz anders. Es macht viel mehr Spaß, sich das Buch anzugucken. Ich finde mich wieder und finde das spannend. Die Seite finde ich die lustigste, weil sie guckt da so und das so alles. Wenn wir nach Kinderbüchern suchen, die diversitätsbewusst sind, dann heißt das nicht, dass man sich grundsätzlich nur mit Diskriminierung auseinandersetzt, sondern auch Themen, mit denen jeder Mensch konfrontiert wird, zum Beispiel dem Thema Tod und Trauer. Da haben auch ganz viele Menschen Schwierigkeiten, das richtige Buch zu finden, wenn dieses Thema auf einmal nahe rückt. Würden wir mehr Kinderbücher finden, die nicht nur in deutscher Sprache verfasst sind, sondern eben in mehreren Sprachen, dann hätte das einen Mehrwert für alle Kinder, weil einmal die Kinder, die dann die entsprechende Sprache sprechen, könnten damit natürlich sofort etwas anfangen. Für andere Kinder ist das aber auch interessant, weil sie andere Schriftbilder sehen. Kinder, die in der Großstadt leben, begegnen Obdachlosigkeit nahezu täglich. Es ist vielleicht teilweise schwierig, dem Kind zu erklären, wieso solche Zustände bestehen, wieso solche Zustände herrschen. Und dann kann ich auf ein Buch zurückgreifen und dieses Thema mir mit dem Kind in Ruhe auch nochmal anschauen, weil Kinder haben Fragen und manchmal kann ich diesen Fragen vielleicht in dem Moment noch gar nicht begegnen. Und ich weiß, das beschäftigt mein Kind aber. Und dann kann ich auf die Suche gehen und bin vielleicht froh, wenn es auch eine
Empfehlung zu einem bestimmten Buch gibt, was dieses Thema, was schon sehr sensibel ist, diskriminierungskritisch aufbereitet ist. Wenn die Kinderbuchwelt diverser aufgestellt ist, dann hilft das natürlich den pädagogischen Fachkräften in der Arbeit, es hilft den Eltern zu Hause und letztendlich natürlich auch den Kindern.